Erstes Auswärtsspiel der AC Florenz, Fiorentina, wie auch immer ihr sie nennen wollt, auch mit neuem Logo, ist der heutige Gegner. Spieltag 2, kleines, kompaktes Stadion, bestimmt eine gute Truppe auf dem Platz. Wir haben aber auch eine gute Truppe, haben wir im letzten Part gesehen. Das erste Spiel 4:4 gegen den AC Mailand. Wer das nicht gesehen hat, der schaut sich das bitte nochmal an. Wer die nächsten Spiele nicht verpassen will, lässt gleich ein Abo da, Glocke aktivieren und den Daumen nach oben. Ich habe heute mal eine andere Formation, auch eine Dreierkette, aber ein 3-5-2. Das heißt, die beiden Außenspieler, die gehen in der Defensive dann mit nach hinten, ein bisschen mehr mit nach hinten. Dann habe ich nochmal ein paar andere Formationen, natürlich wieder 4-2-3-1, dann aber auch ein 4-3-3, ein 4-4-2, ein stinknormales 4-4-2, flach heißt das, glaube ich. Und dann halt ein 4-3-3 mit einem ZOM im Prinzip, ne? So was wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben gegen den AC Mailand. Und auch gleich mal mit zwei frischen Kräften, Zakaria und vorne der neue Spieler, der Schwede. Der kommt gleich mal rein für Chiesa. Der war schon nach dem ersten Spiel total platt. Ich kann es auch verstehen, nach der Hektik, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber jetzt wollen wir mal gucken, wie das gegen Florenz läuft, ob das schon besser läuft oder ob wir uns ja auch wieder ganz leicht ausspielen lassen. So hat es nämlich den Anschein, Cabral. Mal gucken, was die Fünferkette dann hinten macht, ob wir so dicht stehen, wie ich das möchte. Ja, momentan sieht das nicht so aus, aber Kamavingas dazwischen. Das ist halt auch immer das Problem, ey. Wenn du da grätschst, gibt es sofort Elfmeter. Das weiß ich sofort. Es gibt sofort Elfmeter, wenn ich hier irgendwie grätsche im Strafraum. Apropos Strafraum, Vlahovic, ex-Fiorentina. Und da haben wir Larsson! Und das Premierentor für unsere neue Nummer 37. Er kann es gar nicht glauben. Erstes Spiel. Hast du leichten Vlahovic-Verschnitt. Sieht auch nicht aus wie Ibrahimovic. Das ist dieser angebliche Regen, von dem ich gesprochen hatte im ersten Part. Das ist er aber nicht. Der ist nicht mal annähernd so groß wie Ibrahimovic. Und ich glaube, Ibrahimovic spielt sogar noch. Ist die gute Frage. Aber das hat er erstmal gut gemacht hier. Erster Schuss, erstes Tor und mal eine Führung. Und nicht gleich der Rückstand nach 10 Minuten. Den kannst du auch. Ja gut, ihr seht wieder der Keeper, die Arme. Daniel Larsson. Merkt euch den Namen. Vielversprechender Spieler. Sieht doch aus wie so ein DJ, ne? Also ich meine, der könnte auch so ein DJ sein. DJ Larsson. Vielleicht jetzt sein Spitzname DJ Larsson aufgrund seiner Frisur. Und dann seht ihr, es klappt auch mit einer Dreierkette. Auch, dass wir mal in Führung gehen, dass wir nicht nach 10 Minuten hier 2 Dinger schon bekommen. Ist halt von Gegner zu Gegner unterschiedlich, ne? Und vielleicht klappt das jetzt mit einem 3-5-2. Ach ja, und Rugani. Sehe ich jetzt gerade. Rugani für einen Ndika. Der war auch nicht ganz fit, oder? Warte mal. Genau, Pogba. Hier haben wir Bremer. Paul Pogba lässt sich dann hinten mit reinfallen. Weil Rugani dann mal kurz mit nach vorne gegangen ist. So. Nächster Angriff. Aber ihr seht auch Florenz. Sie stehen ultra tief hinten drin. Das ist schwer durchzukommen. Da muss halt jeder Ball passen. Ansonsten haben wir so ein Problem wie hier. Dass wir überlaufen werden. Aber wir haben natürlich Philipp Kostic, Maschine. Der auch noch nach 95 Minuten den letzten Sprint nach hinten macht. Da kannst du dich auf jeden Fall immer drauf verlassen. Wie sieht es mit unserer Verteidigung aus? Kann man uns darauf verlassen? Wahrscheinlich auch nicht immer, aber zunächst stehen wir eigentlich ganz gut. Der Fünferblock hier. Achtung, doch die erste Chance. Und Castells, was war das denn? Den kann er auch ein bisschen unspektakulärer halten. Egal, aber ihr seht, die kommen nicht so leicht durch. Aber natürlich wollen wir ein bisschen, ja, untypisch für den italienischen Fußball, nicht nur hinten sicher stehen und uns reinstellen, sondern auch nach vorne ein bisschen zaubern. Vlahovic und da ist er wieder. Larsson. Und Zakaria dann vorne. Wie gesagt, so ein Mittelfeld, da kann ich wild durchwechseln, wie ich will. Egal, ob ich mit 3, 2 oder 4 Mann spiele. Aber wir kommen so recht noch nicht in die Zweikämpfe. Das fehlt so ein bisschen der Flow, fehlt so ein bisschen die Lockerheit, die Leichtigkeit. Wir sind noch nicht im Flow, so sagt man das ja, ne? Wir sind noch nicht im Flow drinne. Muss ich vielleicht auch alles noch einspielen. Aber auf der anderen Seite ist Fußball auch ein Ergebnissport. Nächste Chance. Und wenn wir hier 1:0 gewinnen, sieht das zwar nicht immer schön aus, aber es ist erfolgreich. So, und das zählt.
Und bislang der Plan hier das Mittelfeld. Oh, um Gottes Willen, ey, einfacher Fehlpass. Auch zu leicht. Das Ziel Mittelfeld zu überbrücken klappt eigentlich ganz gut. Nur vorne dann mit den bislang 2 Spitzen. Sieht das noch ein bisschen, ja, unrund aus. Und die Pässe müssen halt auch einfach stimmen, ne? Also zum Beispiel gerade der Pass von Kamavinga, der muss halt einfach ankommen. Dadurch haben wir jetzt aber hier auch wieder Platz. Marschiert durchs Mittelfeld. Kulusewski und da winken wieder 2, 3 Leute. Zakaria kommt nicht ran und dann ist halt niemand im Rückraum. Und wieder nach hinten der Kulusewski, ey, der tut mir leid. Aber egal, muss er durch. Achtung, Florenz kommt, Rugani ist dazwischen. Gut gemacht und wieder geht's da vorne. Also Kulusewski und Filip Kostic, die wissen am Ende des Tages, was sie gemacht haben. Klasse Pass. Vlahovic gegen seine Ex-Kollegen, wie gesagt. War mit einer Einzelaktion und der sitzt. Und natürlich machen wir den Jubel hier. Als ehemaliger Fiorentina-Spieler jubelst du natürlich nicht gegen deine ehemaligen Kollegen. Das sollte selbstverständlich sein. Aber auch eine ganz einfache Situation. Ball in die Schnittstelle, zack, eine Ballrolle und Vlahovic mit einer Erwartung von 0,22, dass der reingeht, wie auch immer diese Berechnung zustande kommt. Vlahovic mit der großen Entschuldigung. Und schon führen wir 2-0 nach der Halbzeit. Oder in der ersten Halbzeit. Gerade in der Nachspielzeit. Wichtiges zweites Tor. Jetzt gucken wir mal, ob es dabei bleibt. Oder ob Florenz doch nochmal hier ankommt. Ja, kriegt nochmal eine Chance. Gibt nochmal einen Eckball. Auch das geht zu einfach. Guck mal, da waren 6 Mann gegen einen Liladen. Das darf eigentlich auch nicht sein. Das kannst du auch niemandem erzählen. Achtung, Florenz kommt doch nochmal und da ist doch noch der Anschluss. In der 3. Minute der Nachspielzeit mittlerweile. Es wird echt nicht langweilig. Die Abwehr sitzt noch nicht. Das hakt noch vorne und hinten. Aber Anfang der Saison ist erstmal wichtig, dass wir Ergebnisse liefern. Das andere kommt dann später, aber das geht auch viel zu einfach. Das kann nicht sein. Da stehen wir zwar zu 7 im Strafraum rum, aber niemand in der Mitte. Und dann der Anschluss durch Wagner. Sandro Wagner? Ne, der hat ja schon aufgehört. Aber das ist es halt, ne? Du stehst eigentlich gut. 2 Dinger vorne gemacht mit der Formation. Jetzt können wir ja auch wieder mal aufs 4-3-3. Ich will euch das gerade einfach mal zeigen, dass ihr das ja auf dem Schirm habt. Das ist die eine Position. Hier Kamavinga als Linksverteidiger. Spielt er jetzt öfter bei Real. Das Tempo hat er. Die Physis auch. Also warum nicht mal als Linksverteidiger aufstellen. Dann natürlich 4-2-3-1. Da spielt dann, ja, Larsson müsste dann halt auf der Außen spielen. Ja, der ist auch schnell. Dann Kostic als Linksverteidiger. Zakaria macht dann hier den ZOM 4-3-3. Da ist dann Larsson auch wieder auf der Außen. Ist halt auch nicht so langsam. Und dann halt noch das 3-5-2 und das 3-1-4-2. Das ist dann halt, wenn ich wieder auf ausgeglichen gehe. Aber das will ich gar nicht. Ich würde jetzt mal aufs 4-3-3 umstellen. Hinten die Viererkette vielleicht jetzt, nachdem die getroffen haben. Ein bisschen Sicherheit zu Beginn, das wäre doch nicht so schlecht. Und vielleicht auch gleich ein drittes machen. Vlahovic, Kulusewski, die beiden auf engstem Raum, mal in den Strafraum rein. Ne, kommt da gar nicht. Soweit kommt er leider nicht. Daniel Larsson ein bisschen verwirrt. In seinem ersten Spiel, das ist Müller. Sieht aus wie der von Mainz. Ne, von Stuttgart ist er jetzt, ne? Florian Müller, kann das sein? So, und die Zweikämpfe, die müssen wir halt gewinnen. Da müssen wir schneller am Mann dran sein. Ich hoffe, das wird sich noch ergeben im Laufe der Saison. Oh, und so tief reinfallen lassen dürfen wir uns natürlich auch nicht. Rugani. Wie gesagt, es fehlt der Flow. Es fehlt so der Biss, der letzte Wille, auch wirklich jeden Zweikampf hier erfolgreich bestreiten zu wollen. Das fällt besonders auf, aber egal. Wenn die Ergebnisse stimmen, am Anfang der Rest, der kommt dann von alleine. Wenn es dann halt auch mal läuft, ne, dann geht vieles von selber. Oh, Bremer lässt sich da verarschen. Kostet, kommt dazwischen. Oh, Fehlpass. Es klingelt. Ich merk's. Und ich habe da so ein Gefühl, es wird gleich ein zweites Mal klingeln. Na genau, einfach mal hier Erfahrung zur Seite holen. Buffon, warum nicht? Ja, Florenz spielt halt auch einen sehr interessanten Fußball. Lass uns wirklich wenig Platz. Und wenn, dann geht es halt wirklich nur über die Außen.
Kulusewski Wagner ist dazwischen, okay, beziehungsweise da hinten. Kamavinga, Larsson, ja, kannst du mal einen Freischuss pfeifen. Lässt er die Pfeife aber im Mund, beziehungsweise pfeift nicht. Und wieder Flörens. Und wieder müssen wir hier Schiss haben, dass wir uns ein Gegentor fangen. Das geht nicht, das ist zu einfach. Cabral. Bremer Ikone, da müssen wir jetzt eigentlich drauf gehen. Der darf da überhaupt nicht so spielen, das ist Wahnsinn. Aber wir lassen uns auch wirklich hinten reindrücken, bis in den Strafraum rein, bis es klingelt, wirklich. Bis es klingelt. Jetzt kommt Jovic, oh je, ausgerechnet Jovic. Jetzt wird mal das 4-2-3-1 ausprobiert, jetzt wird hier wieder alles, ja, aufgefahren, was wir haben an Formationen. Ja, und es wirkt auch an vielen Stellen noch einfach so hilflos, einfach so planlos. Guck mal, da stehen 4, 5 Mann. Wir wissen gar nicht, was sie machen sollen. Oh, was macht der Castells? Warum lässt er den denn fallen? Jetzt machen sie auch noch, was sie wollen hier. Oh. Das geht natürlich gar nicht hier. Vlahovic, oh, schade. Da passen sie natürlich auf und schon wieder der nächste Angriff, der hier rollt. Alles wirklich Wahnsinn. Ikone, Jovic, Achtung, gerade noch angekündigt und Bremer erstmal geklärt. Ja, wir haben viel zu tun in der Abwehr, echt. Bremer, wieder dazwischen. Aber muss auch mal sein. So ein Abnutzungsspiel, Abnutzungskampf, gerade im zweiten Spiel. Da weiß man dann vielleicht ungefähr, wie die Saison verlaufen wird. Und der Glanz, der kommt dann halt irgendwann von alleine. Am Anfang sieht das halt echt noch rumpelhaft aus. Das ist wahrscheinlich nicht schön, aber wenn es erfolgreich ist, dann soll es so sein. Alaba gegen Garcia, müssen wir uns auch mal reinfighten, genau in die Zweikämpfe reinkommen. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Fühlt sich auch, wie gesagt, noch ein bisschen unrund an. 4-2-4 spielen die auch, okay, auch sehr offensiv. Ich weiß nicht, ob sie das schon von Beginn an gespielt haben. Wir wechseln jetzt mal. Wir bringen mal Schade rein. Und dann machen wir einfach mal Folgendes. Wir stellen mal Alaba auf links, dann kommt Gertruida. Und Piazza vielleicht nochmal. Di Maria, gut, der hat halt nur noch 66 Antritt. Da kannst du nichts machen. Der ist halt aber auch schon 36. Der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Von daher müssen wir jetzt vermehrt ein bisschen auf die Jugend sitzen. Aber Di Maria können wir auch immer mal wieder reinwerfen. Je nachdem wann. Je nachdem gegen welchen Gegner. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht bringt ja so ein Kevin Schade ein bisschen Schwung hier in die Bude rein. Zakaria. So, da haben wir Schade. Da ist Gertruida gewesen und Zakaria. Schade hinterläuft. Oh, zu schnell. Da war er zu schnell für den Ball. Aber das könnte zum Beispiel auch noch was werden. Alaba dazwischen. Florenz wird jetzt natürlich bald schon wieder aufmachen. Wird schön ins Pressing gehen. Und dann ergibt sich vielleicht nochmal eine Chance. Oder irgendwie das 2:1 hier über die Ziellinie bringen. Rugani sehr schön robust abgewehrt. Naja, egal. Mit so einem Sieg im Rücken, ja, ist es dann vielleicht auch leichter in die Saison so ein bisschen reinzufinden. Schade auf Gertruida, die beiden Neuen. Bringt ein bisschen Schwung über die rechte Seite. Da ist er wieder. Da ist Schade. Und Zakaria. Und wie der Name schon sagt, schade, dass der Ball nicht reingegangen ist. Schöner Angriff. Chris Führig, um Gottes Willen. Was sind das denn für Transfers hier? Die wurden ja auch wieder gewürfelt gefühlt. So, Eckball. 6 Minuten noch mit Nachspielzeit. Vielleicht jetzt mal die Entscheidung. Nein. Zakaria, Pogba wieder. Und jetzt ganz hinten, da winkt schon Kamavinga. Den will er haben. Den kriegt er auch. Schade. Ja, ich glaube, ein großer Kopfballspieler wird er nicht. Aber der war gar nicht so schlecht. Müller macht die No-Look-Parade, so wollte ich das sagen. Und vorne, ihr seht, wir haben hier im Sturm Manndeckung. 4 gegen 4. Die 4 Offensiven wirklich gegen unsere 4 Abwehrspieler. Es ist sehr, sehr gefährlich. Aber natürlich auch für die Mannschaft, die verteidigt. Denn die sind so offen und wieder ist es schade. Und jetzt muss er nur noch rüberlegen. Was heißt nur noch? Jetzt muss er rüberlegen und er macht es. Und die Entscheidung durch Larsson. Auch dieses wilde Spiel findet ein Ende. Florenz lange gedrückt, lange auch vorne mit der Chance auf den Ausgleich. Und dann machen wir es. Und das kann doch Kräfte freisetzen vielleicht. Ja, und Schade und Gertruida vielleicht so etwas wie die Gamechanger.
weiß ich nicht, nochmal für die letzten Minuten ein bisschen mehr Tempo reingebracht. Und gut, Larsson, dass er den machen muss, ist auch klar. Sonst hätte er seine Fußballkarriere schon wieder an den Nagel hängen können. Das ist natürlich spitze. Und ein Doppelpack sogar in seinem ersten Spiel. Wer hätte das gedacht? Also ein sehr, sehr vielversprechender Spieler. So, wieder 3 Tore. Also in den ersten beiden Spielen schon mal 7 Stück geschossen. Warum nicht? Gibt es nochmal einen Eckball? Nee. Oder vielleicht nochmal eine Chance. Wieder ist Schade dazwischen. Also der bewirbt sich gerade so ein bisschen um einen Startelf-Einsatz vielleicht im nächsten Spiel. Gucken wir mal. Spitzer Winkel, weil ich mache da noch ein Tor selber. Schade. Witzig, ne? Der heißt so, wie die Chance gerade vergeben wurde. Schade. Aber eventuell mal für Kulusewski. Vielleicht fängt der mal an. Dann bringen wir Kulusewski als Joker rein. Je nachdem nochmal eine Ecke. Bremer, letzte Chance. Und das war's. Also der erste Sieg am zweiten Spieltag. 3-1. Wieder ganz wild. Sah auch wieder nicht so ganz rund aus. Aber egal. Wir müssen am Anfang erstmal die Punkte holen. Da gibt es das Küsschen für den gegnerischen Trainer. Und wie gesagt, alles andere kommt vielleicht von alleine. Diese Leichtigkeit, die wir bei Dortmund auch hatten, ist halt auch eine andere Truppe, andere Formation, letztlich auch wieder anders spielen. Von daher brauchen wir da noch ein bisschen Eingewöhnung, aber ich glaube bald, da kommen wir auf den richtigen Pfad. So, Ende gut, alles gut, war auch wieder eigentlich eine ausgeglichene Partie. Florenz war echt nicht viel schlechter als wir. Wir haben halt einfach vorne ja, die glücklicheren Entscheidungen getroffen, hatten mit Larsson den besten Mann auf dem Platz, Transferangebot. Was wollen die denn jetzt hier machen? Luis Alberto? Nein. Ich gebe doch keinen Innenverteidiger ab und hole mir dafür einen Mittelfeldspieler. Was soll das denn? Oh, Werder Bremen. Julian Araujo. Auch eine Alternative. Vielleicht müssen wir so Leute auch einfach mal öfter reinschmeißen. Vielleicht gibt das dem Spiel einfach eine andere Statik, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir schauen jetzt mal kurz auf die Tabelle. Also jetzt gibt es ja erstmal die Testspiele. Ne, hier wollte ich eigentlich hin. So, 6. Platz, das sieht doch schon mal besser aus. Ja, Turin, Bergamo, Roma und Hellas Verona. Auch überraschenderweise mit 2 Siegen jeweils. Dann Inter und wir. Also ihr seht, das ist ganz, ganz eng. Das wird auch noch, glaube ich, bis zum letzten Spieltag. War ja letzte Saison auch so. Da war es ja auch ganz knapp. Da hat es sich auch, glaube ich, zwischen... Ja, Juve war mit dabei. Die haben es aber am Ende nicht geschafft. Die waren ja nur Zweiter. Und ich glaube, Inter war auch mit dabei. Also war auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Und so wird das auch diese Saison sein. Deswegen freue ich mich auch. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Ich freue mich aufs nächste Spiel. Ich simuliere jetzt gerade mal... Kann ich irgendwo in den Kalender rein? Irgendwo muss ich doch ein bisschen schneller in den Kalender reinkommen. Jetzt gibt es erstmal ein Testspiel. Ich habe dieses Jahr auch nichts, ne? Ne, nächstes Jahr ist auch keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft. Das heißt, da kann ich mit Isa halt nicht viel erreichen. Ich spule mal vor hier bis zum nächsten Spiel. Mal gucken, wie wir so abschneiden. 3-2 verloren und 0-0 unentschieden. Das ist nicht so verkehrt. Und dann gibt es schon das erste Champions League-Spiel gegen die Bayern zu Hause. Da gibt es ein Wiedersehen. Ja, die hatten wir ja mit Dortmund im Finale. Die haben wir ja geschlagen. Das ist übrigens der gleiche Speicherstand, ne? Seht ihr ja. Ist derselbe Speicherstand wie der vom BVB. Nur, dass ich dann halt gewechselt bin. So, hier West Ham. Jungs, auch da wieder. Ich gebe doch keinen Innenverteidiger ab. Völliger Blödsinn. Also, nächstes Spiel gegen Sassuolo. Vielleicht ist das mal das erste Spiel, wo wir ein bisschen, ja, souveräner auftreten, wo wir ein bisschen mehr in Schwung reinkommen. Wir lassen uns überraschen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.